Der zweite gegen den dritten. Frankfurt gegen Dortmund. Es geht los. Das Spitzenspiel im Saisonendspurt. Wir sind nur noch einen Punkt hinter den Bayern. Wir müssen den Dortmundern danken, die 1-1 gespielt haben in München. Wir haben jetzt die Chance, weil die Bayern gleichzeitig gegen Leverkusen spielen, uns die Tabellenführung zu holen. Mit einer veränderten Truppe. Ich habe mich lange schwer getan. Ich habe lange überlegt, wie ich das Ganze hier angehen soll. Rausgekommen ist also, dass Meier Linksverteidiger spielt, Philipp Kostic dafür ins linke Mittelfeld, Larsson im Mittelfeld, Haraldsson spielt, Joshua Zirkzee, Nagado in der Innenverteidigung. Die Dortmunder kommen, oh, mit Adeyemi, was macht der denn? Vernascht hier einmal unsere ganze Abwehr und das wird auf jeden Fall schwerer als gegen Köln. Das ist auch nicht so schwer. Ich glaube nicht, dass wir heute 21 Torschüsse haben. Vielleicht haben wir nur 19 oder nur 18, vielleicht auch nur 2 oder 3, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist das heute der Spieltag, an dem wir die Chance haben, glaube ich, am realistischsten auf Platz 1 zu springen. Vorsicht, weil ich glaube nicht, dass die Bayern danach nochmal einen schweren Gegner bekommen. Aber andererseits haben die auch gegen Paderborn verloren. Also, es ist hier völlig offen. Ach, Tuta ist beim BVB. Oh Gott, habe ich den nach Dortmund verkauft? Naja. Egal. Wir machen das auch so. Der soll uns da gar nicht in die Quere kommen. Also ich hoffe zumindest. Es wird auf jeden Fall schon mal schwerer. Dortmund macht schon mal mehr Druck. Ist ja ganz klar. Aufgepasst. Larsson ist aber da gegen Metscher. Das ist auf jeden Fall kein Freischuss. Und dann haben wir die Chance, schnell umzuschalten. Ja, und das klappt gut, weil Dortmund nämlich auch im Pressing ist. Oh, aber Kostic gegen Gabriel. Macht Kostic. Kriegt er da Zirkzee in der Mitte. Ah, Junge, komm. Aus Spitzenwinkel. Ja, gut. Das war sehr, sehr unwahrscheinlich. Aber immerhin mal einen Angriff gespielt. Und ihr habt gesehen, wie es heute funktionieren wird. Wie es funktionieren kann, indem wir schnell umschalten. Durch das hohe Pressing der Dortmunder haben wir dann Platz. Besonders über Außen, über Kostic, Haraldsson. Martin ist dann heute, glaube ich, hängende Spitze, oder? Ja, genau. Martin ist wieder hängende Spitze, da wo er sonst auch immer gespielt hat. Und wieder selbes Spielchen. Dortmund macht Druck. Dortmund presst und wir haben die Chance. Ah, oben Kostic. Schade. Zu spät gesehen. Hätte freie Bahn gehabt. Dann machen wir es hier über die rechte Seite. Über Kadiolu. Der hat jetzt aber auch erstmal viel Platz. Zirkzee muss sich vorne irgendwie anders ein bisschen positionieren. Das war gerade nicht gut. Aber jetzt. Martin läuft durch. Schöner Ball. Kostic. Ja, Dortmund steht erstmal. Also sie sind dann auch mit allen Leuten hinterm Ball. Stehen sehr, sehr defensiv. Schalten dann wahrscheinlich auch schnell um. Also so ist wahrscheinlich der Plan. Kadiolu. Nee. Und dann auch sofort wieder nach hinten. Also das ist heute auch ein Spitzenspiel auf sehr, sehr hohem Niveau. Nur wer nutzt das besser für sich? Oh, Adeyemi, der sprintet hier wieder durch. An allen vorbei, aber Nagalo, der hält den dann auf. So, nächste Chance, umzuschalten. Zirkzee, jawohl. Gegen Tuta sogar. Und jetzt gegen Kobel. Allein gegen alle. Minute 25. Die Riesenchance. Nebenbei gibt es noch Gelb für Jackson. Der von Chelsea, glaube ich, ne? Jackson. Nicholas Jackson. Ich glaube schon. Also der schon mal gelb verwarnt. Gar nicht schlecht. Und die Chance muss er natürlich nutzen. Ob den Boniface reingemacht hätte, schwer zu sagen. Aber auf jeden Fall wäre er auch genauso schnell gewesen. Die nächste Chance. Martin. Wieder Zirkzee. Wieder gegen Tuta. Zirkzee mit links diesmal. Chancen hat er. Läuft sich vorne gut frei und wir bekommen die Dortmunder beschäftigt. Alles verteidigen werden sie nicht können. Und irgendwann rutscht dann auch so ein Ball mal rein. Also hoffe ich. Wir haben uns jetzt gefunden. Wir sind im Spiel drinne. Ball läuft sehr gut. Ball läuft sehr flüssig. Larsson jetzt mit dem Ball hinter die Abwehr. Ja, die kommt gut an. Auf Kostic. Ja, hat er früher auch oft gerne gemacht. Aus so unmöglichen Winkel. Der hat aus allen Lagen drauf geschossen. Entweder ging er 10 Meter drüber, am Tor vorbei oder ins Tor manchmal. Oder der Keeper hat auch so ab und an seine Probleme damit gehabt. War auf jeden Fall nicht so schlecht. Larsson, nächste Chance. Haraldsson und ein Kadiolu läuft mit. Jetzt muss sich einer fallen lassen. Zirkzee macht das zum ersten und zum zweiten. Und zum dritten verkauft an Jackson.
So, diese unscheinbaren Bewegungen hier. Aber ein Matcher, der kann sich nicht vom Ball trennen. Martin setzt nach, richtig gut gemacht. Ist keiner frei, dann macht das alleine. Kobel. Zunächst mal Zirkse gegen Tuta. Ja, das Duell gewinnt Tuta. Leider, schade. Aber wir sind jetzt ja trotzdem besser. Dortmund war am Anfang ziemlich druckvoll, hat durch Adeyemi gleich eine gute Chance gehabt. Jetzt aufgepasst. Nächste Chance kommt, aber Kadiolo. Wir stehen auch defensiv sehr gut, wir sind hellwach. Ist auch wichtig. Die Fans feiern, das ist ihnen egal, wo man steht. Hallo? Wo ist die Führungskamera? Ah, das ist doch jetzt Mist. So, jetzt. Wenn ich meine Mitspieler hier nicht sehen kann. Adeyemi gegen 2 Mann. Man weiß ja nie, wie die sich bewegen, ey. Auf einmal macht Adeyemi wieder seinen Move und dann hat er wieder 3 Leute ausgespielt. Oh, ist auch zu leicht, zu einfach, wie die da durchkommen. Achtung, Adeyemi, Jackson. Und Kanisici. Wenn man ihn braucht, ist er da. Hat auch mittlerweile eine 85, also auch ein guter Rückhalt hinten. Achtung, nächste Chance. Nochmal Dortmund, wird wahrscheinlich die letzte Chance sein. Adeyemi, Nagalo steht sein Mann. Oh, aber nicht so gut, doch. Und dann haue ich ihn jetzt einfach weg. Da habe ich jetzt echt keine Chance gesehen, den irgendwie rauszuspielen. Von daher darf das auch mal sein. 0-0 der besseren Art. Dortmund am Anfang stärker, dann am Ende wir. Jetzt scheint Dortmund wieder ein bisschen besser reinzukommen. Wir haben zwar 7:3 Schüsse. Ich guck mal gerade, Dortmund spielt, glaube ich, auch 4-2-3-1, ne? Ne, 4-1-4-1 spielen sie. Vorne Jackson alleine. Pablo Barrios ist noch mit dabei. Ein Matcher, Jan Thielmann. Okay, haben sie da echt keinen besseren. Verteidigung, gut, bis auf Gabriel kannst du die eigentlich auch alle in die Tonne schmeißen. Devine oder Devine Rentsch. Schauen wir mal, die haben noch Duran Will, Bino Gittens, Kajot, Füllkrug auf der Bank, Elliot Anderson, Kyle Walker immer noch, Marcelotka, ja. Von den Namen her nicht so schlechte Spieler mit dabei. Naja, starten wir rein, Halbzeit 2. Mal schauen, ob sich hier eine Mannschaft durchsetzen wird. Hoffentlich die Männer in Rot und Schwarz. Und dann werde ich aber auch in der Mitte der zweiten Halbzeit schon mal wechseln, dass ich noch ein paar Leute schonen kann für das Hinspiel gegen Paris. Was dann in 3 Tagen sein wird. Mal gucken, vielleicht haben sich auch schon viele dann bis dahin regeneriert. Weil wir jetzt 3 anstatt 2 Tagen Pause haben. Wir haben ja das Freitagsspiel hier. Das heißt, wir können also vorlegen und die Bayern unter Druck setzen. Ah, da habe ich auf Zweikampf gedrückt, weil ich dachte, ich muss in den Zweikampf rein. Das wäre eine schöne Chance gewesen. Akanji, sehr gut. Dann machen wir es halt jetzt. Meier, Kostic und Meier ist halt nicht viel langsamer. Da oben sehen wir das Undefinite oder der undefinierbare Spieler zu PSV Eindhoven wechselt. Wer immer das auch ist. Irgendeiner wird es schon sein. Oh, Achtung, zu viel Platz. Jackson jetzt gegen Kanisici. Das ist das 1-0. Oh, da war einmal die Lücke da. Tja, wer hat da gepennt? Wer hat da nicht seine Position gehalten? Da haben irgendwie, ja, weiß ich nicht. Da hat irgendwie Akanji gefehlt. Der war im Mittelfeld, hat das Kopfballduell gewonnen. Und dann ist hinten die Lücke aufgeklafft. Und Jackson mit seinem 4. Tor, der hat erst 4 Tore gemacht. Okay, der hat auch erst 15 Mal gespielt, aber wer schießt bei denen sonst die Tore? Wer spielt bei denen sonst vorne? Das, ja, weiß ich nicht. Ist mir so ein Rätsel. Aber gut, hilft nichts. 1-0 für Dortmund. Heißt also, wir bleiben auf jeden Fall hinter den Bayern und die Bayern können jetzt wieder 4 Punkte wegziehen. Und das wäre natürlich doppelt bitter. Achtung, wieder der Abwehrfehler. Der Doppelschlag von Jackson. Und wieder fehlt Manuel Akanji. Da schnauzt er seine Gegenspieler an. Da soll er selber die Position halten. Der hat nämlich wieder hinten drin gefehlt. Nagalo war da. Akanji hat gefehlt. Das kannst du nicht machen, ey. Hier, da rücken wir raus. Und dann setzt sich Jackson da gegen Nagalo durch. Das muss er dann halt auch im Zweikampf besser lösen. Und das ist natürlich bitter. Der Doppelschlag innerhalb von 3-4 Minuten. Weißt du, 15 Spiele lang trifft er nur 3 Mal und heute trifft er 2 Mal. Das ist auch nur gegen uns. Wahnsinn.
Nicholas Jackson. So, aber weiter geht's. Wir haben noch ganz viel Zeit. Wir haben auch schon Spiele innerhalb von kürzerer Zeit gedreht. Wir können das rein theoretisch hier auch noch schaffen. Wir müssen halt jetzt mal bald damit anfangen. Kostic gegen Rentsch. Flanke kommt rein. Eine komische Flanke. Ganz lang in der Luft gewesen. Und jetzt der Eckball. Der muss eigentlich auch sitzen. Kaldiolu, Zirkzee. Und vorne Nagalo. Oh, den muss er eigentlich gewinnen. Da muss er sich ein bisschen besser anstellen im Zweikampf. Jetzt kommt wieder Dortmund aus dem eigenen Eckball. Aber Meier holt ihn ein, ganz klar. Gar keine Sache. So, nächste Chance, Martinson. Jetzt im richtigen Moment muss Kostic durchlaufen. Genau, das war der richtige Ball und der muss jetzt rein. Kostic! 2-1. Und noch genug Zeit. 25 Minuten, um hier mindestens mal unentschieden zu spielen. Dann wären es im schlimmsten Fall halt 3 Punkte wieder. Aber das war mal gut gespielt. Im richtigen Moment. Und endlich macht er den nochmal aus spitzen Winkel. Ist ja sonst eigentlich seine Paradedisziplin. So, jetzt wird es noch ein richtiges Spitzenspiel hier. War es vorher auch schon. Jetzt haben wir aber immerhin 3 Tore. Oh, und Adeyemi mit der nächsten Chance. Adeyemi! Was ist denn hier los? Hier geht's Schlag auf Schlag. Wir kommen ran und Dortmund stellt den alten Abstand wieder her. Weil wir so schnell gar nicht hinterhergekommen sind. Nagalo, zack, der macht erstmal ein paar Meter nach vorne. Dadurch fehlen ihm die Meter dann hinten. Und ja, wie gesagt, da kannst du nichts machen. Da kannst du nur hoffen, dass der Keeper den hält. Manchmal hält die KI den auch. In dem Fall leider nicht. Das hätte nicht passieren dürfen. So schnell nach dem Anschlusstreffer wieder den alten Abstand. Jetzt wird es halt eine richtige Herkulesaufgabe. Ich werde aber nochmal durchwechseln. Ich werde auch umstellen. Seht ihr ja, 4-3-2-1. Vorne nochmal Boniface, Mamouche und Glover vielleicht nochmal ins Mittelfeld für Martin. Oder Glover für Kostic. Ich mache mal Glover für Kostic. 3 neue Mann vorne. Schauen wir mal, ob wir das irgendwie noch hinbekommen. Müssen wir. Also das heute zu verlieren und dann gleichzeitig einen Bayern-Sieg, dann wird es fast schon unmöglich, hier die Meisterschaft noch zu holen. Aber wir bleiben dran. Noch ist das Spiel nicht vorbei. Noch lange nicht. Glover. Jetzt ein schneller Anschlusstreffer wieder. Und dann ist ja auch noch was drin. Aber wir müssen hier Adeyemi irgendwie gestoppt kriegen. Das war momentan leider nicht hinkriegen. Jackson macht auch so komische Bewegungen. Was machen die denn alle, ey? Akanji. Wir kommen gerade nicht in die Zweikämpfe rein. Wir kriegen weder Adeyemi so richtig zu fassen, noch Jackson. Also, die laufen uns gerade so ein bisschen davon. Apropos davonlaufen. Kaldiolu, Martin in der Mitte. Jetzt muss er sich irgendwie besser positionieren, aber so nicht. Wir haben gerade eine ganz, ganz schlechte Phase im Spiel. Und das 10 Minuten vor Schluss. Ja, dieses 3-1, das hätte nie so schnell fallen dürfen. Niemals. Ah, bist du machtlos. Machst du nix. Wenn wir Pech haben, machen es die Dortmunder jetzt zugleich. Mit dem 4-1. Da kommen wir auch nicht hinterher. Adeyemi, schlechte Flanke. Oh, da darf er nicht hinkommen. So, jetzt der Dreifachwechsel. Mal gucken, was er bringt. Ob die Systemumstellung überhaupt was bringt. Oh, Nagalo hat heute einen rabenschwarzen Freitagabend erwischt. Anderson. Wieder rückt Nagalo raus. Anderson, Kanesici. Ich glaube, das war's. Ich glaube, das werden wir nicht gewinnen. Wenigstens ein Punkt. 2 Tore sind immer mal schnell geschossen, aber nicht so, wie es jetzt gerade läuft. Achtung, Dortmund kommt nochmal. Nächste Chance. Aber es muss sofort nach vorne gehen. Aber wenn wir den Ball hinten nicht rauskriegen und so verteidigen, dann wird das nichts. So, zack, komm, alle nach vorne. So schnell wie es geht. Meier macht den Start. Nee, da war nicht hin. Dann stellen die Dortmunder perfekt ihre Abseitsfalle. Und das wird es leider gewesen sein.
Wahrscheinlich kriegen wir jetzt noch ein Tor. Ne, Nagalo ist in der Verteidigung, aber die Zeit reicht nicht. Selbst wenn wir jetzt noch das 3-2 machen, das reicht nicht. Von der Zeit her. Mal gucken, vielleicht doch Mamouche. Muss den jetzt machen. Mamouche. Ja gut, das war's. Wenn du so Bälle nicht reinmachst. Und den macht Mamouche eigentlich auch. Das sind sichere Tore. Das sind in anderen Spielen gegen Köln oder keine Ahnung gegen wen, wäre der reingegangen. That's the difference. Aber auf der anderen Seite haben wir auch zweimal schlecht verteidigt. Wir dürfen Adeyemi da nicht so durchlaufen lassen, so frei. Und auch in der ersten Halbzeit die Tore, die sind einfach zu leicht gefallen. Beziehungsweise da ist überhaupt nichts gefallen, da hat es noch 0-0 gestanden. Die Tore von Jackson, die musst du verteidigt kriegen. Und dann stehst du auch nicht hier mit einer Niederlage da, sondern holst vielleicht ein Remis und somit ist es dann am Ende... Nein, ach Gott, was kriegen wir für Gegentore manchmal? Und das ist so ein bisschen symptomatisch, ey. Der wurschtelt sich da irgendwie durch, hat einen roten Time-Finish und der darf nie reingehen. Also sorry, das ist lächerlich. Das ist schon wieder so ein Gegentor der Marke, lächerlich. Alleine, dass er hier durchkommt, das ist auch wahnsinnig schlecht verteidigt hier, zack. Und dann hier, der Ball, den muss er halten, ey, tut mir leid. Rentsch. Der verdreht sich da fast noch das Knie. Was macht Kanesici? Er muss einfach nur stehen bleiben. Ich verstehe diese Bewegungen manchmal nicht. Jetzt ist es auch egal, jetzt steht es 4-1. Aber überleg mal, da steht hier 0-0 und du verlierst durch so ein Kappentor. Tja, bitter. Ganz, ganz bitter. Ist ganz anders gelaufen, als ich mir das vorgestellt hatte. 1:4. Am Ende vielleicht ein Tor zu hoch oder 2 Tore. Schlecht verteidigt. Und wenn die Bayern jetzt gewonnen haben, dann glaube ich schon fast, müssen wir den Bayern zur Meisterschaft gratulieren. Ob das die Entscheidung war im Kampf um die Meisterschaft, wir werden gleich mal auf die Tabelle drauf gucken. Wir haben noch hier eine Nationaltrainer-Offerte und hier noch eine. Will Ronaldo doch nochmal Weltmeister werden mit mir? Wir spulen jetzt erstmal vor. Wir haben jetzt 3 Tage Pause. Dann wieder 3 Tage und dann wieder 3 Tage. Gucken, wer so fit ist von der Mannschaft. Ja, das passt sich doch ganz gut. Also wir können immerhin mit der besten Truppe reingehen. Gegen Gladbach müssen wir dann halt wieder vielleicht das Team so ein bisschen umstellen. Und in der Bundesliga sieht es wie folgt aus, dass die Bayern wieder 4 Punkte vorne sind. Die haben dann leider ganz knapp gegen Leverkusen gewonnen. Gegen wen spielen die Bayern denn noch so? Gut, die spielen jetzt gegen Leipzig. Da habe ich wieder die Hoffnung, dass sie uns wieder ein bisschen unter die Arme helfen, die Leipziger. Dann wären wir nur noch 1 Punkt hinter den Bayern, aber dann müssen sie ja nochmal irgendwo patzen. Also die Bayern müssen noch irgendwo 2 Spiele in Sand setzen. Die spielen ja noch gegen Hannover, gegen Hertha, gegen Union. Das sind natürlich jetzt auch nicht alles die großen Übergegner. Dann Gladbach zu Hause, ist nochmal irgendwo vielleicht ein Kracher dabei. In Köln, da kannst du aber nicht unbedingt drauf setzen, dass die Kölner da was holen. Und dann war es das schon. Also die Bayern mit einem ziemlich leichten Restprogramm. Wir haben eigentlich auch ein Programm, wo wir jetzt eigentlich alle Spiele gewinnen müssen. Also wir hätten jetzt schon alle Spiele gewinnen müssen. Wir haben noch Gladbach, wir haben Hoffenheim, Mainz. Das sind alles Gegner, die wir schlagen müssen. Und da müssen wir hoffen. Ich weiß gar nicht, wann haben wir zuletzt verloren? Ja, 5-2 gegen Bayern. Das war Ende Februar. Seitdem 5 Siege in Folge. Schade, Serie ist gerissen. Starten wir eine neue Serie. Warum nicht? Gegen Paris wird schwer genug. Ich bin aber trotzdem frohen Mutes und die Meisterschaft ist halt auch noch nicht entschieden. Da kann auch noch alles passieren. Auch am letzten Spieltag. Wir gucken mal. Jetzt schauen wir erstmal, dass wir gegen Paris das irgendwie halbwegs gut zu Hause geschissen kriegen. Macht's gut. Bis dahin. Ciao, ciao.